Tja, schlechte Nachrichten. Ich bin jetzt am Flughafen von Kulusuk und der Flug nach Nuuk wurde gecancelt, praktisch ohne Vorwarnung. Morgen ist Sonntag und damit ist der Flughafen hier geschlossen. Die nächste mögliche Verbindung wäre dann am Montag, möglicherweise. Ist alles noch nicht so ganz klar. Hinter mir außer Sichtweite ist ein Eisbär, der wohl gerade eine Robbe frisst. Deswegen sind die alle ein bisschen nervös und warten darauf, dass er näher kommt, dass sie ihn schießen können. Also auch keine sinnvolle Idee, hier zu campen oder so. Ich warte jetzt drauf, dass Greenland Air mir ein Zimmer für die nächsten Nächte stellt. Bis jetzt noch nichts gehört. Da ich ja unfreiwillig hier auf Kulusuk Island gestrandet bin, werde ich heute den Tag nutzen, ein bisschen über die Insel laufen. Ich gehe jetzt erstmal Richtung Kulusuk Village, in der Hoffnung, die Buckelwale da zu sehen, die morgens häufig zum Fressen in die Bucht kommen, und die zu filmen. Das wäre ganz gut. Ja, heute soll noch recht gutes Wetter sein. Morgen eigentlich auch. Ja, hinter mir in der Kulusuk Bay hört man die Buckelwale. Die kommen hier im Sommer fast jeden Morgen hin, um zu fressen. Ist höchstens 1 Kilometer entfernt, wäre gar kein Problem, mit der Drohne hinzufliegen. Leider liegt das alles hier in der Einflugschneise des Flughafens, sodass es Flugverbotszone ist, obwohl der Flughafen heute geschlossen hat. Also kann ich leider nicht von oben filmen. Ich habe die Hoffnung, dass sie weiter in diese Richtung ziehen. Dann wäre ich außerhalb der Zone. Ich mache jetzt hier einen großen Bogen und laufe ein paar Kilometer zurück. Ich weiß, dass die Buckelwale immer nur eine gewisse Zeit da sind. Dann weiß ich aber nicht, in welche Richtung die abziehen. Die haben hier mehrere Möglichkeiten.
Ja, guten Morgen. Heute ist Tag 2 meiner ungeplanten Odyssee hier in Koh Losuk. Ich gehe jetzt erstmal was frühstücken und dann versuche ich Air Greenland zu erreichen, weil mein erster Flug zwar umgebucht wurde, aber mein Folgeflug schon längst stattgefunden hat. Ich habe heute Morgen mit Air Greenland telefoniert und mein Anschlussflug ist gewährleistet übermorgen. Morgen Abend fliege ich nach Nuuk und am Tag darauf weiter nach Ilulissat. Das bedeutet auch, dass ich den Tag hier heute noch irgendwie sinnvoll verbringen will. Und da mein Flug erst morgen Abend geht, muss ich mir für morgen auch noch was überlegen. Ich laufe jetzt zurück zum Dorf in die Lagune und schaue, ob die Buckelwale wieder da sind. Ja, das hier ist eine typische Winterbehausung der Einheimischen hier in Ostgrönland gewesen. Man hat im Sommer das Dach abgebaut und die Hütte so gelassen. Und im Gegensatz zum Westen hat man hier niemals Iglus gebaut. Die Müllhalde hier. Ist schon traurig. Ich frage mich, wie viel davon im Meer landet insgesamt. Ich weiß, dass einiges hier wiedergewonnen wird. Wie von der Müllhalde im Prinzip Teile zum Reparieren der Häuser zum Beispiel verwendet werden. Aber es ist auch viel Plastikmüll dabei. Gesehen, dass ein Teil der Wertstoffe mit den Schiffen hier abtransportiert wird wieder. Also so Pfandgut, leere Cola-Dosen und so. Aber es trübt doch den Eindruck. Also sehr viel gibt es auf Koh Losuk Island jetzt nicht zu sehen. Ich wandere so ein bisschen ziellos über die Insel, sehe mir so alle Ecken mal an,
Die Wale sind aus der Bucht abgezogen. Also es gibt jetzt nicht wirklich irgendwas, was man sich hier groß noch ansehen könnte oder machen könnte oder so. Ja, der Sonnenschein sollte nicht drüber hinwegtäuschen, dass die Temperatur durch den Wind gefühlt irgendwie so bei 2 bis 3 Grad liegt. Also wenn man stehen bleibt und sich nicht bewegt, wird es hier sehr schnell sehr kalt. Ja, hier ist der Eisbär offensichtlich mit seiner Beute an Land gegangen, eine Robbe, und hat sie gefressen und es ist kaum noch irgendwas davon übrig. Und danach ist er in eine dieser Richtungen wieder verschwunden, wahrscheinlich Richtung Festland. Das sind ja von hier aus irgendwie 2 Kilometer oder so. Ja, und hier ist er offenbar wieder ins Wasser gestiegen. Oder zumindest runter zur Küste gegangen.
bin auf dem Weg zum Flughafen, wieder mal. Heute soll nach 3 Tagen Verzögerung mein Flug nach Nuuk stattfinden. Allerdings erst gegen 18 Uhr, das ist in circa 5 Stunden. Ich habe aber keine große Lust mehr, hier draußen rumzusitzen, rumzulaufen. Erstmal habe ich auf dieser kleinen Insel praktisch alles gesehen. Zum anderen ist das Wetter heute nicht besonders gut. Und es gefühlt irgendwie so um die 0 Grad. Also auf Dauer wird es ganz schön kühl. Ich bin auf dem Weg zum Flugplatz. Zur einzigen Maschine heute, die nach Nuuk fliegt. Und das Wetter sieht gut aus. Ich hoffe, diesmal wird's was mit dem Flug.